lang habe ich mir immer gewünscht, einfach nur glücklich zu sein. Ich hatte kein Bild davon, wie so ein Leben aussehen würde. Ich wusste nur, es soll sich leicht und erfüllend anfühlen. Ich wollte aufwachen und mich auf den kommenden Tag freuen, anstatt mir am Morgen bereits den Abend herbeizuwünschen. Seit ich erwachsen bin, hatte ich im Grunde nie wirklich große materielle Wünsche. Ich empfinde keine Freude mehr beim Shoppen. Der Besitz von vielen unterschiedlichen Dingen macht mich nicht glücklich. Das Großstadtleben mit all seinen Ablenkungen und Möglichkeiten erfüllt mich nicht mehr. Ich habe lange gebraucht, um das alles herauszufinden. Und sicherlich bin ich immer noch auf meinem Weg. Doch eines weiß ich heute ganz bestimmt. Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen, wie Buddha einmal gesagt hat. Vor 10 Jahren hat meine Reise der Innenschau begonnen. In dieser Zeit hat sich vieles in meinem Leben verändert. Es ist auf eine gewisse Art leichter geworden, freier. Es ist mehr Zeit und Raum da und dafür bin ich sehr dankbar. Ein großer und wichtiger Schritt dahin war das Loslassen auf verschiedenen Ebenen. Ich habe meinen Studiengang abgebrochen, meinen gut bezahlten Job gekündigt, eine ernste Beziehung beendet, mein damaliges Zuhause und die Stadt verlassen. Ich habe mich von Menschen, Dingen sowie von sehr vielen alten Überzeugungen und meinem damaligen Verständnis davon, wie das Leben abzulaufen hat, getrennt. Ich habe mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt, bin auf Reisen gegangen, habe gesehen, wie andere Menschen leben, worin sie ihre Freude finden und bin zu neuen Einsichten gekommen. Und nun hat mein Weg mich nach Frankreich geführt, in ein kleines Dorf zu Fuße der Pyrenäen, ein gemütlicher kleiner Ort, der gerne von einheimischen Urlaubern besucht wird. Und wir, mein Mann und ich, sind nun zufällig auch hier gelandet. Zufall oder nicht, vor ein paar Wochen haben mein Mann und ich uns endlich auf einen neuen, auf einen anderen Lebensweg begeben. Seit wir uns vor 6 Jahren gefunden haben, war für uns beide klar, dass wir unser beider Leben verändern wollen. Wir wollten mehr Zeit füreinander und für die Dinge, die uns Freude bringen. Wir wollten näher an und mit der Natur leben. Wir wollten uns freier und leichter fühlen. Also haben wir in den letzten Jahren gemeinsam auf verschiedenen Ebenen daran gearbeitet. Heute haben wir kein festes Zuhause mehr. Wir besitzen kaum noch eigene Dinge, lediglich ein paar Kisten mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Das Nötigste im Gepäck haben wir unser altes Leben in Deutschland verlassen und uns auf den Weg gemacht in ein leichteres, achtsameres und hoffentlich zufriedeneres Leben.
arbeiten wir beide nicht, außer an den Dingen und Projekten, die uns tatsächlich Freude bringen. Meine Tage beginnen langsamer, entspannter. Da ist kein Termin, an den ich denken muss, keine Absprachen, wer, wo, wann und wie. In den letzten Jahren haben wir teilweise monatelang zusammen mit unseren Familien gelebt. Da waren Privatsphäre und völlige Ruhe nur selten vorhanden. Und auch wenn ich tatsächlich sehr dankbar bin für die vielen Möglichkeiten und auch Herausforderungen der letzten Jahre, so weiß ich doch heute mehr denn je, dass ich ein Mensch bin, der viel Zeit für sich braucht und der Stille im Außen sehr genießt. Ich liebe es manchmal einfach nur dazuliegen und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Oft kommen mir gerade beim Nichtstun die kreativsten Ideen und Einfälle. Eigentlich ist es auch kein Wunder, denn erst wenn wir unserem Geist Zeit und Raum geben und ihn nicht ständig mit den vielen Ablenkungen und Verpflichtungen unserer Zeit beschäftigen, kann sich unsere Fantasie entfalten und Wunderbares daraus entstehen. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, wie wenig ich tatsächlich brauche, um ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Sicherlich sieht es für jeden Menschen im Detail unterschiedlich aus. Ich glaube aber daran, dass einige ganz simple Dinge, abgesehen von den Grundbedürfnissen, für uns alle als eine Art Basis für unsere Grundzufriedenheit und innere Balance wichtig sind. Für mich gehört auf jeden Fall gutes, leckeres und möglichst gesundes Essen, das direkt aus der Natur kommt, dazu. Eine grundsätzliche Verbindung zur Natur, von der wir Menschen, mich eingeschlossen, viel zu weit abgekommen sind. Viel öfter Zeit draußen verbringen, beim Spazieren, beim Sport, beim Essen. Öfter in die Stille und Ruhe gehen, anstatt sich den Terminkalender vollzupacken und sich ununterbrochen von allem Möglichen berieseln zu lassen. Und die bewusste Beschäftigung mit uns selbst, mit unseren Gedanken und Überzeugungen, denn allein das kann schon so vieles verändern und unser Herz wieder erstrahlen lassen. Ich empfinde es genau so, wie der kleine Prinz es sagt. Es ist unser Herz, unsere Seele, die die Zufriedenheit und Freude in sich trägt. Es sind in den allermeisten Fällen nicht die äußeren Dinge oder Umstände,
die etwas mit uns machen, sondern unsere innere Ausrichtung. Fühle ich mich ausgeglichen und zufrieden, kann ich ein und dieselbe Aussicht einfach genießen und mich darüber freuen, dass ich da bin, wo ich bin. Ist mein Herz schwer, wird mir dieselbe Aussicht keine Freude mehr bringen. So ist es auch mit allem, was wir haben oder tun. Daher weiß ich mittlerweile, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Einen Ort, an dem ich in Ruhe und Stille sein kann, an dem ich nah an der Natur bin und mein einfaches, friedliches Leben führen kann. Und ein ruhiges Leben hilft mir wiederum, mich immer wieder auf mich selbst zu besinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.